Die International Data Spaces Initiative ermöglicht es Unternehmen jeder Größenordnung, Datenmarktplätze zu etablieren und daran teilzuhaben. Vertrauenswürdige Partner können dort offen ihre Daten tauschen oder handeln. Die Datensouveränität bleibt gewahrt. In der International Data Spaces Association arbeiten alle Interessengruppen gemeinsam an der Weiterentwicklung des IDS. Frau Nehmert sagt, die Deutsche Telekom, hat eine ganze Reihe von eigenen Leuten jetzt daran gesetzt, um eigene Problemlösungen auf der Basis der Datenarchitektur des Industrial Data Spaces vorzunehmen. Und sie gab mir dann mit auf den Weg, und das gebe ich gerne hier ans Auditorium weiter, wenn wir, die deutschen Unternehmen, jetzt den International Data Space als Basis nehmen für unsere Lösungen, dann müsst ihr natürlich weitermachen. Also dann muss das eine kontinuierliche Sache werden. Und mehr als die Nachfrage solcher Unternehmen wie Beispiel Telekom und andere und des deutschen Mittelstandes können wir eigentlich nicht bekommen als Bestätigung dessen, dass der Weg, den wir hier eingeschlagen haben, der richtige ist. Wir haben im Moment eine starke Wirtschaft und um die Stärke zu erhalten, müssen wir jetzt gucken, dass wir die Veränderung der Wertschöpfungsprozesse durch die Datengetriebenheit, die wir gerade erleben, jetzt auch abbilden können in Deutschland. So, und da geht es jetzt darum, sichere Datenverbindungen aufzubauen, um gerade eben auch dem Mittelstand eine Infrastruktur zur Verfügung stellen zu können, die sie nutzen. Wie können wir Persönlichkeitsrechte, Datenschutz, freiheitliche, individuelle Rechte wahren? Und genau aus diesem Grunde unterstützen wir jetzt gerade auch die Fraunhofer Gesellschaft, dass wir das, was da jetzt schon als Schatz angelegt ist mit dem International Data Space, dass wir das jetzt auch verbreitern können. Zentral ist das Thema KI. Und IDS oder IDS haben wir ja gesehen, ist das Triebwerk auch hinter der KI. KI ist datenbetrieben, KI ist schnell, KI umfasst sehr viele Daten, aber auch sehr viele Rechtefragen. Und genau daran müssen wir arbeiten. Wir haben alle Möglichkeiten, wir stehen gut wirtschaftlich da und die Unternehmen sind gut aufgestellt. Und gerade beim International Data Spaces Bereich sind auch interessante Mittelständler dabei, die bereit sind, auch dieses Herzstück der KI, künftige Herzstück der KI, dieses Datenmanagement mitzutragen und mit umzusetzen. Die offene Referenzarchitektur ist die Basis für eine sichere Dateninfrastruktur. Diese entspricht der Offenheit und dem liberalen Charakter unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft. Der IDS entwickelt sich zu einem globalen semantischen Standard für Datensouveränität. Regeln und Policies, die bestimmen, wer mit welchen Daten was in welchem Kontext tun darf. Das wird der Datenwirtschaft endlich zu einem Durchbruch verhelfen. Wenn man so ein Thema angeht, muss man natürlich immer eine Vision haben. Und im Endeffekt sagen wir natürlich, wir wollen eigentlich den de facto Marktstandard für souveränen Datenaustausch weltweit schaffen. Und das müssen wir hinkriegen, weil im Endeffekt ein Austauschstandard macht nur Sinn, wenn er de facto ist, also wenn er wirklich genutzt wird. Die rein akademischen Standards, die Zeit ist vorbei. Und wir brauchen weltweite Nutzung. Das ist auch der entscheidende Punkt. Da müssen wir auch die Chinesen mitnehmen, die Amerikaner mitnehmen, die Asiaten in Summe. Also in der Richtung ist ein ganz großes Thema für uns, dass wir das weltweit ausrollen und weltweit verbreiten. Der große Nutzen ist, dass man die Zukunft gestalten kann. Denn wir haben ein Forum mit dem IDS-Verein, wo wir die Möglichkeit haben, alle gemeinsam den Standard zu entwickeln, der am besten unseren Werten und unseren Anforderungen entspricht. Wir wollen ja gerade unsere Daten nutzen, wir wollen sie mit anderen teilen, aber wir wollen eben nicht die Kontrolle darüber verlieren. Und das zu spezifizieren und an einen offenen Standard zu überführen, das ist der riesengroße Vorteil, den man hat, wenn man Mitglied im IDS-Verein ist. Darüber hinaus ist es so, dass wenn man Software entwickeln will und diese vertreiben will, dann muss man auch Mitglied im IDS-Verein sein, damit auch sichergestellt ist, dass man den Prinzipien, die wir gemeinsam hier entwickeln, möglichst umfangreich entspricht. Sie möchten Teil der International Data Spaces Initiative werden? Treffen Sie uns, sprechen Sie uns an, auf Messen oder online.